John war ein Bauer, der mit seinem treuen Hund Max in einem abgelegenen Teil des Landes lebte. Max war seit Jahren an Johns Seite und folgte ihm überall hin, während er seine Feldfrüchte und sein Vieh versorgte. Doch eines Tages änderte sich etwas in John. Er wurde distanziert und abwesend und verbrachte immer weniger Zeit mit Maximal. Tage wurden zu Wochen und Wochen zu Monaten. Das einzige Mal, dass Max John sah, war, wenn er ihn fütterte. Max verstand nicht, was passiert war, aber er wusste, dass etwas nicht stimmte. Dann hörte John eines Tages auf, Max zu füttern. Er kam tagelang nicht, dann wochenlang. Max wurde allein im Stall zurückgelassen, ohne Futter und Wasser. Er war eingesperrt und konnte nicht entkommen. Tage wurden zu Wochen und Wochen zu Monaten. Max wurde schwach und unterernährt. Sein einst glänzendes Fell wurde struppig und überwucherte. Er war kaum noch als der glückliche, energiegeladene Hund zu erkennen, der er einmal war. Eines Tages kam eine Gruppe von Freiwilligen auf Johns Hof. Sie hatten einen Tipp über ein Tier in Not erhalten. Als sie ankamen, waren sie entsetzt, Max im Stall eingesperrt zu finden. Die Freiwilligen eilten zu Max, blieben aber vor Entsetzen wie erstarrt, als sie ihn sahen. Max war so überwucherte, dass man kaum seine Schnauze sehen konnte. Er war schwach und hing nur noch an einem Faden. Die Freiwilligen arbeiteten schnell, um Max aus dem Stall zu befreien und brachten ihn in die nächste Tierklinik. Max war in einem schlechten Zustand, aber die Tierärzte arbeiteten unermüdlich, um ihn zu retten. Nach Monaten der Pflege und Rehabilitation begann Max endlich, Anzeichen von Besserung zu zeigen. Eines Tages war Max endlich gesund genug, um mit einem der Freiwilligen, die ihn gerettet hatten, nach Hause zu gehen. Max war zunächst zögerlich, aber er erkannte bald, dass er sicher und geliebt war. Der Freiwillige, jetzt Max' neuer Besitzer, gab ihm ein warmes Bett, viel Essen und all die Liebe und Aufmerksamkeit, die er verdient hatte.